Cream Cheese Bagel gibt es zum Frühstück. Das ist sehr erquickend im Vergleich zu dem, was es die letzten Morgende gab. Cedar Point bleibt blau. Siren's Crest hat inzwischen aufgemacht. Und aktuell die höchste Achterbahn der Welt. Auch wenn das St. Perla ist, ne, doch, das macht schon Spaß. Also das kann man auch immer fahren. Würde ich ihn nochmal fahren wollen. Sieht einfach nur falsch aus. Aber ja, krass. Die Neuheit 2025, Vekoma Tilt Coaster. Haben wir auch schon mal ein ausführliches Video euch gezeigt. So wie ihr vom Schöpfer auf die Erde entsandt wurdet. Fastpass Plus kostet heute, glaube ich, $200 pro Person. Wenn Florida Moritz anfängt zu schwitzen, dann ist wirklich offiziell heiß und kurz vor Kernschmelze. Schöne Grüße nach Florida, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Jeder Park, der sich keinen Tilt-Coaster von Vekoma in den Park stellt, ist ein dummer Park. So. Es ist ein nicht so guter Tag heute hier in Cedar Point. Prügelknabe von vorne bis hinten. Und das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin gestorben. Ist gerade einfach mal ein Ballon vor lauter Hitze geplatzt. Nicht gut drauf. Nee, nicht gut drauf. Also ich glaube, die Main Trans kriegt heute einen richtig drüber. Wenn du frisch renoviert hast und man es nicht sieht, ist auch schwierig. Mahlzeit, willkommen beim Review Video Magazin, einem neuen Video unsererseits, einem neuen Tourvlog der NYC Grill Tour. Unser Dodge, unser Hotel, Motel, unser Lukisch, unsere Bagel. Cream Cheese Bagel gibt es zum Frühstück. Das ist sehr erquickend im Vergleich zu dem, was es die letzten Morgende gab. Wir sind im Sure Stay. Ist das jetzt bei West Western irgendein Sure Stay, was ihr nicht nur gestern im Video gesehen habt, sondern vor einigen Wochen schon mal in Videos, weil wir jetzt schon wieder hier gewesen sind und gestern bis 1 Uhr in der Bar auch noch gezaubert haben. Wir fahren jetzt 1 Stunde 20 ungefähr nach Cedar Point. Cedar Point Place to Be, Freizeitpark, den alle sehen wollen. Und der Subtitel dieser Tour ist Cedar Point bleibt blau. Siren's Crest hat inzwischen aufgemacht. Vekoma Tilt Coaster müssen wir uns angucken und fahren und machen und tun. Und dafür geht es jetzt dahin und für alle anderen, auch für alle anderen Bahnen. Top Full 2 auch nochmal eine Vergleichsfahrt machen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Jahr. Let's go. Was ist das? Ich habe mir einen Bagel genommen. Jetzt doch. Mit Cream-Cheese. Jetzt doch. Vergleich, wie der heute Abend aussieht, der Kuchen. Angekommen bei Cedar Point. Ein Freizeitpark, den jeder Achterbahnfan mal besuchen möchte.
Und dementsprechend nervös sind alle. Müssen los, müssen rein, Early Entry, Achterbahn fahren. Wird Druck gemacht von vorne. Und wir wissen auch nicht, was im Early Entry drin ist. Sieht so aus, als ob Gatekeeper dabei wäre. B&M Wing Coaster. Wir gehen das alles jetzt hier gleich mit euch natürlich wieder durch. Gibt eine neue Bahn zu fahren, gibt eine Bahn zu vergleichen, gibt spannende Sachen, gibt nicht so spannende Sachen. Alles heute, jetzt und hier in diesem Video. Leute, es geht los. Wir sind natürlich schon drin mit unserem Early Entry im Gold All Pass, weiß ich nicht was alles. Und starten direkt mit Top Thrill 2, weil ja, Kapazität nicht so gut und Beliebtheit oder Anziehungsstrahlkraft sehr, sehr hoch. Und aktuell die höchste Achterbahn der Welt. Da müssen wir natürlich mit anfangen. Auch wenn da vorne eine Achterbahn steht, uns noch fehlt. Aber dazu gleich mehr. Erstmal hier durch den ganzen Park stratzen, um irgendwie mal da hinten anzukommen. Damals die Vengeance 2018 war noch viel weiter der Weg. Und auf jeden Fall jetzt nochmal vergleichen, wie die Fahrt jetzt ist. War ja beim letzten Mal Katastrophe. Ich glaube, wir hatten mal auch den schwarzen Zug, der ist auch wieder auf dem Track. Der graue ist auf dem Track und den blauen habe ich noch nicht gesehen. Aber Abfertigung ist auch so lala. Naja, jetzt muss man erstmal an der ganzen Bahn vorbei. Dann läuft man bis hier vorne in den Eingang. Dann läuft man wieder vorbei. Ich habe übrigens gesagt, voll dumm, dass hier dann die Fotobooth ist, obwohl da hinten der Locker mit deinem ganzen Zeug ist. Wurde ich dann verbessert. Es ist da vorne noch irgendwie ein Getränkeladen, der da aber auch Fotos verkauft. Ja Leute, was soll ich sagen? Erstmal, wichtige Information vorneweg, wenn ihr Schlappen habt, dürft ihr diese Bahn nicht fahren. Das geht nur mit Schuhen und mit richtigen Schuhen, geschlossenen Schuhen. Crocs scheinbar auch, wenn die diese Schlappe da hinten dran haben. Wie war deine Fahrt? Sehr gut. Also es ist rappelig, muss man sagen, aber es macht schon Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also auch wenn es Samperla ist, ne, doch, das macht schon Spaß. Also das kann man auch immer fahren. Das braucht man nicht. Also wenn das bei uns wieder stehen würde, man würde es wieder nehmen. Ich fand es auch schon krass. Also die Höhe, die Geschwindigkeit, das ist schon beeindruckend. Also auch das, ja, irgendwie es passiert so viel, so schnell. Macht schon richtig Spaß. Also wenn wir nachher nochmal Zeit hätten und die Bahn wäre nicht zu viel Wartezeit, es ist vielleicht auch dunkel, würde ich die nochmal fahren wollen. Schon krass, also wenn du den ersten Launch machst, ist es halt im Endeffekt einfach ein entspanntes nach vorne schieben. Aber alleine schon, wenn du in der Station sitzt, eingestiegen bist, den Bügel unten hast und der kommt beim ersten Rückwärtslaunch, der auf dich zugeschossen mit dem Speed, das sieht einfach nur falsch aus. Aber ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine krasse Erfahrung hatte. Ich fand auch ehrlich gesagt, das Ruppeln jetzt nicht so schlimm. Ich hole dich dann auch nochmal, die holen sich schnell den Corkscrew. Der Soundtrack, der kann auf jeden Fall was. Die Fahrt war echt okay, rappelig, aber nicht so Mist wie unsere andere Fahrt, die wir hatten vor 6 Wochen. Wir hatten aber definitiv auch einen anderen Zug und dann hatten Bartowski nicht auch noch die Front Row, was nochmal irgendwie viel geiler ist. Und die wurde uns einfach so zugeteilt, man muss noch mal ein bisschen Glück im Leben haben. Das war sehr, sehr nice. Ja, wie gesagt, mit Schlappen dürft ihr nicht fahren und barfuß auch nicht. Wenn ihr fragt, ob ihr barfuß fahren dürft, kommt die Antwort, ja, da vorne ist ein Shop, da kannst du dir Schuhe kaufen. So, jetzt haben wir gleich 10 nach und die Leute vorne vom Eingang, die um 10 Uhr rein dürfen, kommen uns jetzt gerade hier entgegen und rennen alle hier hin, großer Ansturm.
Die Boys holen sich jetzt eben den Corkscrew und wir gehen jetzt zu Siren's Curse und Siren's Curse ist die Neuheit 2025, Vekoma Tilt Coaster. Haben wir auch schon mal ein ausführliches Video euch gezeigt, wie das funktioniert, was das ist und es ist eine große Klappschiene, wo ein großer langer Zug einfach mal geklappt wird und dann in die restliche Achterbahnstrecke fährt. Bin ich gespannt drauf. Standen wir quasi schon oben drauf, aber da stand das Ding noch in Holland und jetzt in Sandusky, Ohio, USA. Ja, bin ich auf jeden Fall hyped, sieht crazy aus und dann geht es damit jetzt gleich auf jeden Fall weiter. Locker müsst ihr hier bei Top Thrill 2 auch nehmen und Metalldetektor durchlaufen, dürft nichts dabei haben. Das heißt, wenn da 2 Stunden Wartezeit sind, steht ihr 2 Stunden ohne einen Schluck zu trinken an, ohne irgendwas, so wie ihr vom Schöpfer auf die Erde entsandt wurdet. Also eine Sache, die muss ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Ich habe von allen drei noch nie so oft, oh mein Gott, wie krank ist das denn, gehört. Das ist auf jeden Fall ulkig. Und Moritz haben buchstäblich die Knie gezittert nach der Fahrt, geschlottert. Und er stand in der Situation echt mit schlotternden Knien. Krass, also ne, Emotionen werden ausgelöst bei so Attraktionen, das ist crazy. So, jetzt gucken wir mal, wo die Uschi ist. Die ist nämlich zum Auto gerannt, Schuhe anziehen, weil die mit Schlappen immer unterwegs ist. Ich habe schon immer gesagt, keine Schlappen, festes Schuhwerk, aber die Frau hört ja nicht. Das ist ja gemütlicher, Schuhe sind zu warm bei dem Wetter. Was ich noch erwähnt haben wollte, ist, dass die Operations bei Top Thrill 2 diesmal sehr gut waren und wir sind mit 3 statt mit 2 Zügen gefahren. Also die Bahn hat es geschafft, in 6 Wochen sich auf jeden Fall zu verbessern für uns. Wir stehen jetzt bei Siren's Curse und 120 Minuten sind angeschlagen und wir haben jetzt gerade kurz ein bisschen Shadow, aber du stehst hier wieder komplett in der prallen Sonne, Ewigkeiten. Angeblich darf man auch nichts mitnehmen, aber hier haben alle ihre Fanny Bags und wir haben auch die Getränke mitgenommen. Beim besten Willen stelle ich mich nicht 2 Stunden in die Sonne, ohne was zu trinken. Ja, es gibt auch keinen Einzel-Fastpass, den man kaufen kann. Selbst der normale Fastpass gilt hier nicht, sondern hier kann man nur mit Fastpass Plus die Bahn skippen, wenn man das wollen würde. Und Fastpass Plus kostet heute, glaube ich, $200 pro Person. Nur für heute. Machen wir nicht. Wir stehen ja jetzt hier bei Siren's Curse schon 40 Minuten oder so. Die Zeit wäre nicht so schrecklich, wenn es nicht so heiß wäre. Man stirbt hier wirklich. Also wenn Florida Moritz anfängt zu schwitzen, dann ist es wirklich offiziell heiß und kurz vor Kernschmelze. Und man kann aber sein Zeug, so kleine Sachen auf jeden Fall erstmal mitnehmen, weil hier scheinbar noch mal kleinere Locker kommen. Deswegen geht es aber auch immer erst so ruckartig weiter, immer gruppenweise. Und es gibt ja auch noch die Fastlane Plus Leute, die auch vor uns dran sind. Und aktuell ist auch sehr, sehr, sehr viel geschlossen hier. Rougarou fährt nicht, Gatekeeper fährt nicht, Millennium Force fährt nicht, Maverick fährt nicht, Magnum XL, nee, Magnum 2000, Magnum XL fährt nicht, fährt gerade alles nicht. Schwierig. Es ist Sonntag, Leute. Ja, aber Siren's Curse, ich finde die Stützen, also das, wo das hier Rusty gemacht ist, sieht okay aus, das Grün ist lächerlich. Dann haben sie hier ein paar Fässer hingeschmissen, Seefrachtcontainer, ja, machen abgewrackten Hafen und schon hast du es einfacher als Park. Ich mag den Stil, aber auch hier ist jetzt nicht so grandios durchgedacht. Das ist, ja, die Lampen finde ich ganz cool, obwohl die irgendwie so selbst gebastelt sind aus Holzachterbahn-Resten. Was ich schrecklich finde, zum Glück sind sie nur da vorne, als Lautsprecher haben die Megafon-Flusstüten, was da sind sie, aber die schreit gerade hier nicht rum, da läuft dann Popmusik drüber, das ist natürlich auch jetzt nicht gerade hilfreich. Genau. Und da vorne ist dann bald hoffentlich vielleicht, nee, das dauert noch. Ich glaube, da geht noch mal, ja, die stehen noch mal in der großen Kurve außen rum. Naja, dann dauert das hier noch ein bisschen.
Grüße nach Florop, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. So, was ist denn, warum hat denn hier einer einen Zettel in der Hand? Weil das die 100 ist. Dafür wurde die extra von Six Flags New Mexico. Nee, das darf man gar nicht sagen, oder? Doch, das weiß man. Dafür wurde die extra von Six Flags New Mexico hier rüber umgeplant. Und dass er hier jetzt sein Jubiläum hat. Die 900 auf Siren's Cross. Na, lecker funny. Haben Sie die 95 Minuten warten jetzt gelohnt. Boah, Leute, ey. Also erstmal Glückwunsch an Lukas, die 900 voll gemacht. Und wir sind jetzt Siren's Cross gefahren. 95 Minuten gewartet. Was eine gute Achterbahn. Holla die Waldfee. Und ja, was soll ich euch alles dazu sagen? Also Tilt Coaster, es war zu erwarten, dass es gut wird. Und es ist grandios geworden. Also ja, tut mir leid für jeden Freizeitpark. Oh, ich muss ein Foto machen gehen. Es tut mir jeder Park... Was? Vielleicht komme ich irgendwann dazu, euch irgendwas zu erzählen. Ich warte noch ein bisschen, bis sich alles hier geregelt hat. So, versuchen wir es jetzt nochmal. Es wird natürlich ein Einzel-Review geben oder gab es schon, je nachdem. Kranke Bahn, ey, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also nicht krank, nicht krass heftig, sondern einfach richtig gut. Und trotzdem mit viel Airtime, viel positiven GSN-Versionen. Also so wie die ganzen neuen Vekoma-Bahnen alle unfassbar gut sind, da reiht sich Siren's Cross auf jeden Fall ein und das dann mit diesem uniken Element des Tilt-Tracks vorne, das total geil ist. Die Leute sind alle auch komplett paralysiert, da schreit keiner, wenn die gekippt werden. Es geht erst los, wenn gefahren wird und einfach nur richtig gut. Onboard-Sound mega gut, dann sogar in so einem Rumpelpark wie hier wird dabei Stimmung erzeugt, die richtig Bock macht. Und die Sirenen singen, rufen einen, das ist ja Siren's Curse und wollen uns in den Lake Erie quasi locken. Und ja, richtig gut. Und dann geht der Soundtrack los zur Fahrt, das ist richtig geil, gitarrenlastige Mucke, die nach vorne geht und dann ballerst du dann durch den Track. Warte, top, einfach nur top. Mir tut jeder Park leid, vor allem in Europa, der bisher die Chance nicht ergriffen hat, sich sowas in den Park zu stellen. Auch wenn das die Parks nicht hören wollen und gerade mich versuchen zu übertönen. Jeder Park, der sich keinen Tilt-Coaster von Vekoma in den Park stellt, ist ein dummer Park. So. Nee, macht das wirklich, das ist geil. Die ist einfach nur so doof hier vor einer Orangenachterbahn. Das ist Rougarou, war mal ein Stand-Up-Coaster, ist jetzt ein Floorless-Coaster, wird für den Count gefahren, ist inzwischen offen. Ich steig da nicht ein, Uschi auch nicht, ich habe keinen Bock drauf. So ein Kack, ey. Wenn du Stand-Up wegmachst, weil der so unfahrbar ist und dann Floorless draufpackst, weißt du schon Bescheid. Und überall sind Schilder, Ohrringe rausnehmen und so weiter. Kein Wort. Die ist wirklich okay. Also Dominator war schlimmer. Also die, da hast du nicht mal so ein schwarzes gegen den Kopf oder so. Echt. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass wir es uns jetzt nicht im Stehen gefahren haben. Ja, Dinge, die man im Achterbahnpark schlechthin braucht, Pferdereiten. Also das ist wirklich so am Hängen.
Sir. Das Missing. Was ist es denn geworden? Whoop. Whoop. Lukas, liebe Cream ist es da. Das ist der bescheuertste Bike-Train der Welt. Stimmt, die Beine schon unterm Sitz, ey. Danke auch an Moritz, dass er das auch gemacht hat. Dann darf ich fahren. Please enter the train carefully and sit on one side of the aisle. If you need extra room, right on the platform. Please remain seated. Welcome back, riders. At this time, please unfasten your seatbelt. Once your lap bar has been unlocked. Leute, Millennium Force ist immer noch geschlossen, aber dafür wurde dann der Cedar Mine Creek gefahren, Mine Train, mit ein bisschen Flex im Track. Und jetzt stehen wir bei Maverick, angeschlagene 75 Minuten. Erfahrungsgemäß kommt das leider sehr gut hin. Jo Leute, Steel Vengeance ist jetzt zwischendurch auch immer mal wieder ausgefallen und gerade die ganze Zeit leer gefahren. Da sitzen jetzt wieder Leute drin. Wir stehen ja bei Maverick an, hier in diesem unfassbar tollen, wunderschönen Viehgattern. Und gerade kam eine Durchsage, dass die Maintenance unterwegs ist und auf dem Breakrun stehen noch Züge. Das ist nicht gut. Einzelfastpässe kann man auch nicht kaufen. Ich vermute mal, dass sie ausverkauft sind, weil alle mit Fastlane Plus unterwegs sind. Und auch Fastlane steht bis draußen. Es ist ein nicht so guter Tag heute hier in Cedar Point. Please just enjoy the ride, sit back, enjoy the lakeside view of Lake Erie, and sit down, seat back. All eyes got the red right, clap once, clap right, and big time, and then make it big. Attention riders on the platform, listen up, listen up, listen up. If you do not want to lose your stuff on this ride, please put it in the bin. Das ist richtig geil. Ja, das finde ich auch super geil. Das kleine, das. Wie war es denn bei dir auf Mir hat Maverick? sehr viel Spaß gemacht. Tolle Ja? Bahn. Ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Boah. Der zweite Lounge. Der zweite Launch. Und Lukas, was hat dir gefallen? Das ist wirklich eine geile Achterbahn. Prügelknabe von vorne bis hinten. Ist gut. Kaufe ich auch wieder. Nehmen wir. Gut, kaufen wir. Kaufen wir. Ist gekäuft. Batschowski? Ich fand das sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also Sehr gut. schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, Maverick, crazy Bahn. Die haben ja auch noch andere crazy Bahnen, wie zum Beispiel Steel Vengeance, den AMC Coaster, mit 105 Minuten Wartezeit. Das waren jetzt 75, die schon sehr ermüdend waren. Es ist sehr, sehr heiß und drückend. Die Leute sind auch alle fertig, die sind nur noch so Zombies unterwegs, ne, die auf den Wegen laufen. Und die Boys holen sich jetzt aber, das ist gerade eben, als wir da drin standen, freigeschaltet worden, gibt es ja die Möglichkeit auch für einen Einmal-Fastpass für eine Attraktion. Das habt ihr bei unserem Besuch hier nämlich auch bei Steel Vengeance gesehen, das machen sie jetzt auch. Und dann geht der
irgendwas unter 45 Minuten die Wartezeit für $25 pro Person gerade. Das Invest wird getätigt und dann werden wir gleich mal sehen, was es zu berichten gibt. Wir haben uns hier eine kleine Bank gegrabt und gucken, was hier so passiert. Also gucken uns die Zombies an und ab und zu raubt einem jetzt der Zug den Verstand, weil der jetzt kommt, wenn wir kurz was erzählen, und sehen dann bei Maverick zu, wie er hier zischt und ab und zu vorbei rauscht. Sehr viel Spaß gemacht. Tolle Bahn. Lieblingselement war tatsächlich die Inversion. Die war richtig toll. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Lukas? Ja. Bin gestorben. Nee, aber macht Spaß, ist geil. Besonders du ballerst ja erstmal am Anfang schön schnell durch und ab der Mitte denkst du dir so, jetzt sind wir bei Untamed angekommen. Ja, irgendwie. Und dann wird's dann böse. Jetzt wäre auch okay, wenn fertig. Ja, dann zerstört sie dich. Aber ist geil. So, ist geil. unsere Schotten sind jetzt offen. Und wir gehen jetzt wohin? Hat's euch denn auch Spaß gemacht? Ja, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt den linken Weg weiter. Ich glaube, da kommen jetzt so 2 Kinderbahnen, befürchte ich, meine schön. ich. Da wäre der Dueling Holz Verschnittcoaster, der kein Holzcoaster Gemini, ist. Gemini, ja, da in die Richtung gehen wir jetzt. Gut, und einen Refill brauchen wir. Wer braucht noch einen Refill? Ich. Ja, du auch. Und ich habe heute noch nie so geschwitzt. Noch nie mehr in der Sonne habe ich so geschwitzt wie jetzt. Ist das Adrenalin-Schwitz? Ja. Next Rollercoaster, Gemini, blau und rot und es fährt nur rot. Schlecht für die Kontologen, aber es fährt wenigstens eine Seite. Haben wir schon gesagt, dass wir nur eine halbe Stunde mit Fahren gebraucht haben bei Steel Vengeance, angeschlagene 90 Minuten. Cedar Fair, das geht schon wieder los, dass alles nicht stimmt, nicht gut. Tja, Gemini wird jetzt auch um Gottes Willen. Sie hat sich auf jeden Fall maximal erschrocken an dem Ballonstand hier. Ist gerade einfach mal ein Ballon vor lauter Hitze geplatzt. Weißt du Bescheid. Gemini ist gerade, als wir angestanden haben, down gegangen und wohl nicht das erste Mal laut Aussagen von anderen Leuten, die jetzt in der Queue standen. Und muss scheinbar am Breakrun nicht evakuiert werden. Die fahren den Zug gerade sogar vor, aber da stand der Zug gerade nicht ganz auf dem Breakrun. Und wurde gerade jetzt mal geschlossen, die Bahn. Jetzt sind wir weitergegangen und die Boys versuchen jetzt den Woodstock Express zu fahren. Wir fahren jetzt den Woodstock Express, den Vekoma Junior Coaster. Haben eben schon mal geguckt beim Wilderness Run, das ist die allererste Achterbahn von Intermin. Die darf man aber nicht fahren, wenn man nicht ein kleines Kind ist. Bin ich gefahren 2018, aber da noch mit dem Darfschein quasi, den man sich im Museum abholen konnte. Das Museum hier im Park gibt es nicht mehr, aber so wie ich das verstanden habe, ist hier im Ort ein Six Flags, Cedar Point, jetzt haben wir das Cedar Point Museum inzwischen.
Ja, die Jungs stehen auf jeden Fall schon mal an und ist auch, glaube ich, nicht mehr weit bis zu den Gates. Gemini ist natürlich immer noch zu. Top Thrill 2 ist übrigens gerade auch zu. Millennium Force ist immer noch zu. Es sieht auch schlecht aus, dass die Bahn um 20 nach 4 immer noch nicht aufhat, heute nochmal aufmacht. Dann wird es Magnum XL 200 als nächstes. Sie sind gerade Magnum XL 200 gefahren. Wie fanden Sie es? Anstrengend. Sehr anstrengend. Die Fahrt ist anstrengend. Ja, wirklich. Warum? Weil da kommen am Ende wieder so 5 Airtime-Hügel, die dich nur töten wollen, wenn man in der vorletzten Reihe fahren will. Okay, weiter geht's zu Der Aero Suspended Ausschlag. Ausschlagdings, Dragon. Ja. The Dragon. Genau. Okay, Ausschlagdings. Punkt. Im Freitagpark ist das nicht schlecht. Also hier ist die Bude, wo man Schuhe kaufen kann, wenn man kein festes Schuhwerk anhat, für Top Thrill 2. Und die kosten mit Season Pass Rabatt $22. Jo Leute, irgendwas mit Dragon wird jetzt gefahren, Aero Suspended Coaster, wo man drin sitzt, hatten wir ja gestern auch mit Bad. Und es gibt aber hier so ein paar Bänke, wo man ein bisschen im Schatten sitzen kann. Und weißt du, dann verzichte ich auf die Fahrt und setze mich hier hin, lass die Jungs ihren Spaß haben. Der ist jetzt auch nicht wie Bad oder der Viper in Canada's Wonderland, so groß, hoch, über einer Schlucht oder krass. Es ist relativ überschaubar, der Coaster, und ziemlich klein. Und dann ist es, glaube ich, ganz okay, darauf mal zu verzichten. Es ist ja, wie gesagt, unfassbar heiß. Es ist unglaublich voll, wobei die Wartezeiten gehen. Die wären nicht so schlimm, wären alle Attraktionen offen. Aber es kann sich gar nicht verteilen, weil vieles ist komplett down oder immer wieder down. Und dadurch hast du halt einfach konzentriert auf alle Bahnen, die jetzt noch auf sind, die paar wenigen, die Leute, die alle natürlich dann in Massen hinströmen. Und in Massen versuchen, sich noch Getränke zu holen. Und das wird momentan ein bisschen schwierig langsam, beziehungsweise kommen die ganzen Eismaschinen mit der Eisproduktion nicht nach. Wir haben hier aber Postmix-Anlagen, was bedeutet, dass Eis essentiell wichtig ist. Einmal, um die Temperatur runterzubekommen und zum anderen, um die Kohlensäure zu binden. Ist beides nicht gegeben. Warme, eingeschlafene Füße. Uschi hat sich dann da bei einem anderen Stand die Cocktails verkaufen, Eis geschnort, aber das fand die Frau auch schon nicht lustig. Mal schauen, wie es an anderen Stationen gleich weitergeht, wenn die Jungs von ihrem wilden Achterbahnritt wiederkommen. Der Gemini hat wieder auch überlegt, ob wir mal hinterher hinstratzen, noch mal eben hier. Ja. Bleibt ihr hier oder? Ja. Ja. Oder willst du Gemini fahren? Nee, ich habe jetzt keine Lust dahin zu laufen. Ich wünsche euch viel Spaß. Dito. Ihr habt ja gerade gehört, Gemini hat wieder aufgemacht und die gehen jetzt einmal darüber. Wir haben uns jetzt hier schon wohl bekommensmäßig hier eingerichtet und deswegen bleiben wir jetzt einfach hier. Ich habe jetzt keinen Nerv, wieder da hinten hin zurückzulaufen. Und die kommen dann gleich hier wieder hin, weil dann fehlen noch ein paar Bahnen hier in der Ecke. Und solange machen wir jetzt erstmal weiterhin nichts und entspannen.
muss auch mal sein, ne? Ich glaube, wir haben eine Sache eben gar nicht erklärt in dem Video. Und zwar, dass wir ja auch Steel Vengeance gefahren sind. Die Jungs sind reingegangen und dann haben die gesehen, dass da erstmal kein Einzelfasspass auch mehr verkauft wurde vor Ort. Und kaum Warteschlange vorhanden war. Und dann, nee, das habe ich doch gesagt, dass wir eine halbe Stunde dann gestanden haben statt 90 Minuten. Hoffe ich. Nicht gut drauf. Nee, nicht gut drauf. Was durftet ihr nicht fahren? Das war noch direkt bei der Tür kaputt. Eine Tür. Aber was für eine Tür? Da, wo die Operator durchgeht. Weil der Sensor nicht funktioniert oder irgendwas. Ja, das musst du einregeln. Ja. Aber der Zug fährt die auch ohne. Ja, das ist richtig. Aber es ist nicht sicher. Nee. Aber da steht ja ein Mensch, der könnte es ja kontrollieren. Also du bist gut drauf? Ja. Okay. Jetzt für nichts gewartet? Ja. 45 Stunde. Ja. Und das ist ja auch so ein kurzer Weg dahin. Das ist ja super. Aber in der Zeit war Steel Vengeance down, Top Thrill 2 down. Also habt ihr euch ein bisschen informiert, ja? Also ich glaube, die Main Trends kriegt heute einen richtig drüber. Ja, das glaube ich auch. Was? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Ist ja keiner da. Scheiße. Geil ist, da war so ein Dude von der Maintenance. Ja. Der ist dann nach 2 Minuten wieder abgezischt, nie wieder gesehen. Der schwitzte auch schon, keine Ahnung, bis zu wem Ja, du das saßt, nur glaub dass der nur am Schwitzen war. Der ist dann abgehauen und dann kamen 2 Supervisor, die haben nur rumtelefoniert und sagte, es kann doch nicht sein, dass keiner kommt. Und also ich glaube, die kriegen richtig einen drüber heute. Ach. Heute. Nee, also ich glaube, es gibt überall diese Tage, die so verhext sind. Ja. Und ich glaube, wir sind heute einfach an diesem Tag da. Und wenn das laufen würde, glaube ich, würden die hier Sachen wegfahren. Also, weil wenn es läuft, dann läuft es, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Das haben wir bei Steel Vengeance gesehen. Dann haben die ja abgearbeitet, bis zum geht nicht mehr. Naja, gut. Aber Okay. Gemini wird heute nichts. Wir Ich laufe an die gehen, Nummer zurück. nee, wir gehen weiter. Ein Zug vorher, das Lost Count bei Gemini, das ist richtig bitter. Ja, das ist echt unnötig. Wir fahren vielleicht, versuchen zu fahren, mit Valravn und das ist der B&M Dive Coaster. Oh ja, das wird auf jeden Fall auch dauern. Im Vergleich zu dem, wo wir letztes Mal gestanden haben und was wir gewartet haben. Ei, das sieht auch wieder nicht sexy aus. Ja, gut, es ist alles zu. Die Leute können sich nur auf 3 Achterbahnen verteilen. Das ist wirklich richtig bitter und es ist dann auch noch ein sehr voller Tag, dann ist ein sehr heißer, unerträglicher Tag. By the way, das Rafting ist closed for the season, das macht diese ganze Saison nicht mehr auf. Und das sieht Stunde. Gucken, ob wir, was die Ansage sagt. Und Raptor, weiß ich gar nicht, ob Raptor fährt. Habe ich auch noch nicht fahren sehen heute. Der B&M Inverted Coaster. Stehen auch mehr Züge als Züge fahren. Schauen wir mal. Oh, der Eingang ist immer noch nicht da. Aber das steckt sich drin. So Tage gibt es. Unser Erstbesuch damals hier vor 7 Jahren, da hatten wir bis 15 Uhr Full Count. Letztes Mal war jetzt auch nicht so erfolgreich. 45 angeschlagen. Das ist aber motiviert. Ja, die 45 Minuten bei Valravn matcht, passt, hat hingehauen, sehr gut. Zwischendurch nochmal da hat in der Sonne gestanden, aber ansonsten läuft. Und dann sind wir noch, also finden alle gut, hat Spaß gemacht. Entscheidende ist der Dive, das macht den meisten Spaß und danach halt, ja, Rumgegurke. Sagen Leute, die gerade keine Ahnung was für Weltklasse-Bahnen gefahren sind an diesem Tag, in diesem Park.
Sowas in Europa wäre natürlich absolut crazy. Und dann sind wir rübergegangen zu Blue Streak, die Holzachterbahn, uraltes Ding. Oh, fährt sich auch wie eine uralte Holzachterbahn, Heidewitzka. Das war aber auch jetzt wieder Rumble in the Jungle, die Fahrt, aber lustig. Das große Grüne hier hinter mir ist Raptor. Und Raptor ist ein B&M Inverted Coaster, der nicht gefahren wird. Ist auch den ganzen Tag geschlossen. Jetzt stratschen wir da darüber in den Bereich Pier. Und da steht die neue, relativ neue Zamperla Drehmaus, die sehr gut ist, sehr gut fährt. Und da wird jetzt auch der Credit sich gegettet bei den Boys. ist Cedar Point? Weiß ich nicht. Wir sind gerade rausgekommen aus Wildmaus. Ich habe mich ein bisschen angeschlabbert, weil du musst halt die Tasche mitnehmen und den Becher, der muss auch leer sein, aus diesen Gründen. Ich hatte den eigentlich leer, aber so ein bisschen Pipi-Schluck ist drin geblieben. Und dadurch, dass ich die Tasche in den Fußraum tun musste, nachdem ich den Bügel schon unten hatte, und das ist etwas eng, habe ich mir dann so die Hälfte, die da noch drin war, einmal übergeschüttet. Aber ist nicht schlimm, da ist eher Eiswürfelwasser als irgendwas anderes, aber ist ja jetzt auch fast schon zu Ende der Tag. Aber wir machen jetzt noch Gatekeeper, Moritz angedichtete Lieblingsbahn, die er noch nie gefahren ist. Aber eben in der App stand 15 Minuten, wir gucken mal. Bist du jetzt deine Lieblingsbahn gefahren? Das ist die beste Bahn im Park. Ja? Ja, absolut. Setting, super geschmeidig, gar keine Ruckler. Nein. Top-Abfertigung, wir haben ja kaum gewartet. Also mir fällt wirklich nichts Negatives über diese Bahn ein. Doch, also ich glaube, die Aussicht jetzt war furchtbar. Die war echt beschissen. blöd, Parkplatz nur, ne? Ja. Also du konntest ja auch gar nicht, die Sitze sind ja so einnehmen, du kannst ja nicht links und rechts gucken. Komplett bewölkt auch, siehst gar nichts. Siehst gar nichts. Dann hast du ja auch noch Betonwände dazwischen. Beton, überall Beton. Ja, ist wie das Phantasialand, einfach ein Betonpark. Ja. Yes! Das ist Moritz' Meinung zu Gatekeeper.
wissen nicht, was das bedeutet, aber machen es auf die Trinkflaschen. Übrigens, wir sind jetzt gerade im Merch-Shop hier, in dem General Store noch. Es sind komplett andere Sachen und ganz viele andere Sachen als beim letzten Mal. Und immer noch richtig guter Merchandise. Das ist crazy, das letzte Mal ist nicht lange her. Das wird vielleicht dann nächstes Mal auf jeden Fall nicht mehr da sein, würde Sinn machen. Ja, sehr viele, sehr gute Sachen. Lassen wir mal lieber hier. We had a Six Flags Day in Cedar Point. Wir sind durch, Leute. Der Laden macht auch gleich zu und wir sind fertig mit der Welt und mit allem. Und jetzt geht's ab zum Mittag- und Abendessen. Das wird ein Spaß. Boah, nicht so erfolgreich. Viel down, viel gar nicht erst auf, viel kurzfristig ausgefallen. Nicht der allerbeste Besuch überhaupt in einem Freizeitpark und vor allem für den Six Flags Park und vor allem noch weniger mit 3 Erstbesuchern. Ja, hätte besser laufen können. Ist trotzdem so, dass viele Achterbahnen gefahren wurden und auch richtig gute gefahren wurden, aber es hätten mehr sein dürfen und alle und vor allem auch sehr schade, 25 Jahre Millennium Force und Millennium Force fährt nicht. Schwierig. So, wir gucken mal, wo das Auto steht, so wie alle anderen auch. Was? Ja, okay, dem ist halt echt nichts passiert, ne? Fake Cake. Wir sind 5 bei Calvas. Leute, 5 bei Calvas. Der Gag geht nicht mehr. Ja, der Gag geht immer noch, weil ihr kennt ihn ja, den Original Gag. Und ja, die anderen wollten jetzt auch mal wissen, wie er schmeckt, ne? Okay. Was kommt denn da? Noch ein kleines Kind. Ah, ja. Oh Gott. Hingestellt bekommen. Ja. Bei Wendy's zu mitnehmen, sagt, kriegt man es einfach mit. Das sieht schön aus. Das haben wir uns auch verdient. Das ist echt cool. Auch Wisconsin. Highlightbahn ist für mich tatsächlich Top Thrill 2 gewesen. Die hat sehr viel Spaß gemacht. Größte Überraschung. Die hat schwer viel Spaß gemacht. Schwer viel Spaß gemacht. Alle tatsächlich, wie man es erwartet hat. Krass. Ich muss sagen, ja, ich würde sagen, ich hätte nicht erwartet, dass der bei Siren's Curse tatsächlich der Drop Spaß macht. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Gimmick und nee, der hat richtig Spaß gemacht. Das war, glaube ich, so eine Überraschung. Größte Überraschung ist tatsächlich, dass die Wilde Maus von Zamperla echt gut fährt und die öfter gekauft werden kann ruhig. Also das macht wirklich Spaß, hätte ich nicht gedacht. Und beste Bahn ist für mich Maverick. Hätte ich nicht gedacht, dass die so geil ist. Habe ich mir auch ein T-Shirt gekauft. Stimmt. Aber von Steve Vengeance eine Mütze? Steve Vengeance eine Mütze. Ja. Stil Vengeance. Stil. Ich muss auch sagen. Du bist zwar Mädchen, aber du bist dabei. Ich bin. Danke. Die größte Überraschung war, dass Millennium Force zu war. Das war echt ein bisschen doof. Die Highlightbahn heute irgendwie Steel Vengeance, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das heute fahre. Mich hat am meisten auf jeden Fall Top Thrill 2 überrascht, weil es so gut gefahren ist, was ich nicht erwartet habe. Beste Bahn ist schon, gerade Stand jetzt irgendwie doch schon Siren's Curse, so von der ganzen Qualität, von allem drum und dran. Grundsätzlich, ob es jetzt für mich meine absolute Highlightbahn wäre, weiß ich halt nicht.
Steel Vengeance ist halt krass lang und verrückt, aber es ist auch echt anstrengend. Ja, das ist Aber Highlight-Bahn auf jeden Fall dann erstmal für heute Siren's Curse und Bartowskis Highlight ist der Refill-Automat. Flight of Refill. Da hält er sich nämlich jetzt dran fest, weil er euch das nicht sagen will, was ihm gut gefallen hat oder auch nicht. Deswegen fahren wir jetzt 2 Stunden 20, 30? irgendwie sowas, Richtung Hotel. Double Drive-Thru Open. Kleiner Zwischenstopp an der Tankstelle, um zu tanken. Und in den USA, ich weiß gar nicht, ob wir das auf dem Trip schon erklärt haben, machst du dann so Prepaid, es wird Geld auf der Kreditkarte geblockt, tankst und dann wird das abgebucht, was du getankt hast. Und man geht dafür eigentlich nie rein. Manchmal klappt das nicht mit den Kreditkarten oder so. Wenn es ein bisschen hakt, dann muss man rein und dann sagen, wie viel man braucht oder auch nicht. Genau, und wir haben noch 50 Minuten, dann sind wir auch irgendwann mal am Hotel, aber nee, du musst den anderen Stab mitnehmen, ne? Ja, sehr gut. Der ist gut. Der ist gut zum Scheibewischen. praktisch. Aber wir haben ja auch einen LKW, ne? Ja, richtig. Ein Bus. Ist dir das zu albern? Ja, Okay. also lächerlich. Ach ja, auch noch wichtig. Das sind Gallonen, ne? Eine Gallone, ganz viel Liter. Heißt, alles umsonst hier. Also 2,74 kostet jetzt gerade die Gallone hier. Manchmal wechseln die Preise auch auf den Anzeigen und dann ist ein niedriger Preis oder ein höherer Preis. Und da müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr hier seid oder wenn ihr das nicht seid, dann hört mir zu. Wenn man Cash bezahlt man den niedrigen Preis und den höheren Preis bezahlt man, wenn man mit Karte bezahlt. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier nicht unbedingt alle Karten gedeckt sind und die sich dann darüber irgendwie ein bisschen absichern, Geld einspielen, keine Ahnung. Ja, auch verrückt. So, Peoples, wir sind in unserem Zimmer angekommen und am Hotel. Wir haben jetzt 0:57 Uhr, 6:30 Uhr ist Wheels Turning, dann geht es weiter, heißt vorher aufstehen, fertig machen, Frühstück vielleicht mal irgendwas noch Gramm und alles gepackt, im Auto haben, Abfahrt 6:30 Uhr. Das ganze Hotel wird gerade irgendwie komplett renoviert. Wir haben so eins der letzten Zimmer noch, die gerade nicht renoviert werden oder schon renoviert wurden. Man weiß es nicht. Wir gucken uns morgen zusammen auf jeden Fall mal am Flur um, weil da war gerade ein kompletter Stack mit sich Monitoren, Schränke stehen draußen. Monitor, Fernseher nennt man das. Das ist theoretisch schon ein neuer Fernseher. Dann ist das renoviert. Kühlschränke gibt es also keine neuen. Ja doch, das ist glaube ich das Renovierte. Wenn du frisch renoviert hast und man es nicht sieht, ist auch schwierig. Dementsprechend ein sehr langer Tag, ein sehr anstrengender Tag, vor allem bei der Hitze und der Masse an Bahn. Aber Cedar Point, zweiter Besuch dieses Jahr. Waren wir, glaube ich, jetzt öfter als im Phantasialand dieses Jahr. Kann das sein?
Das ist auch bekloppt. Ja, damit war es das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich hatte ein bisschen Unterhaltung. Wir gehen jetzt ganz schnell ins Bettchen schlafen. Wenn wir uns morgen wieder sehen zum neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal und dem nächsten Freizeitpark auf dieser kleinen NYC Grill Tour 2025 durch die USA.